Liebe Kollegin, lieber Kollege, vor Arbeitsbeginn möchten wir dich vertraut machen mit den Sicherheitsvorkehrungen auf unserer Veranstaltung. Aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen müssen wir dich ferner mit diesem kurzen Film auf mögliche Gefahren beim Arbeiten auf unserer Veranstaltung hinweisen und über für jeden verpflichtende Schutzmaßnahmen unterweisen. Unser Ziel ist es, eine tolle und sichere Veranstaltung für jeden von uns zu schaffen, ohne dass ein Mensch zu Schaden kommt. Beim Aufbau, der Durchführung und dem Abbau der Veranstaltung kommen viele unterschiedliche Dienstleistungsgewerke zusammen, die teilweise autark, teilweise miteinander, in jedem Fall jedoch auf engem Raum zusammenarbeiten und sich dadurch gegenseitig beeinflussen. Sowohl durch die eigene Arbeit als auch durch die anderer Gewerke entstehen mögliche Gefahren, auf die wir dich einmal aufmerksam machen wollen, damit du dich entsprechend darauf einstellen kannst. Das Veranstaltungsgelände ist in der Regel nicht komplett eben. Bitte achte darum auf etwaige Stolperfallen und trag jederzeit geeignetes Schuhwerk. Im Idealfall mit durchtrittsicherer Sohle und weitere für deine Arbeit notwendige persönliche Schutzausrüstung. Dein Vorgesetzter kann dich bei Unklarheiten oder Rückfragen dazu ausführlich beraten. Auch Sonnenschein oder leichter Regen können größere Folgen für die Gesundheit haben. Bitte trage immer und jederzeit geeignete Bekleidung und Kopfbedeckung. Bitte benutze Sonnenschutz und trink ausreichend Wasser. Bitte achte beim Tragen, Heben, Ziehen und Schieben immer auf die richtige Körperhaltung und maximale Belastung deines Körpers. Schwere Lasten über 40 Kilogramm sind möglichst nicht alleine zu bewegen. Nutze daher, wenn möglich, jederzeit Hilfs- und Transportmittel wie Stapler, Palettenwagen, Karren, Krallen, Klammern usw. Beim Heben und Tragen ist die Last immer nah am Körper zu halten und zu bewegen. Beim Aufnehmen der Last solltest du in die Hocke gehen und mit geradem Rücken die Last mit dem ganzen Körper heben und nicht nur den Rücken alleine drehen, sondern den ganzen Körper. Bei feuchtem Lagergut oder Arbeiten im Regen bitte immer wasserdichte, griffige Handschuhe tragen. Vor der Arbeit solltest du die Muskeln ausreichend aufwärmen mit Dehn- und Streckübungen und sich wiederholende Bewegungen nicht immer mit der gleichen Körperhaltung ausführen. Da auf der Veranstaltung auch höhere Bauwerke aufgestellt werden, ist auch die Gefahr von Sturz oder Absturz, beispielsweise durch herabfallende Gegenstände, gegeben. Achte deshalb unbedingt zu jeder Zeit auf dein Umfeld. Links, rechts, oben, unten, vorn und hinten. Trage beim Arbeiten auf Podesten, Szenenflächen, Tribünen und Bühnen sowie Layerbauten, Traversenbauten und weiteren Konstruktionen immer die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung. Dies sind zum Beispiel ein Helm, Sicherheitsschuhe oder Handschuhe, wobei diese Aufzählung natürlich nicht abschließend ist. Absturzkanten sind jederzeit zu markieren und der Aufstieg ist nur mit geeigneten Mitteln zu bewerkstelligen. Bitte achte beim Benutzen von Leitern und Tritten immer auf einen geeigneten Untergrund sowie einen einwandfreien Zustand des Materials. Steh- und Anlegeleitern sind ausschließlich für den vom Hersteller vorgesehenen Zweck zu verwenden. Beim Arbeiten im Dunkeln ist immer auf die geeignete Beleuchtung und Kleidung zu achten. Bitte bringe beim Arbeiten im Dunkeln immer eine Taschenlampe zu deiner eigenen Sicherheit mit. Achte außerdem zu entsprechenden Tageszeiten oder Witterungslagen auf andere Mitarbeiter sowie darauf, dass auch du für andere Mitarbeiter immer deutlich sichtbar bist. Generell solltest du jederzeit auf eine geeignete körperliche Verfassung achten. Während der Arbeitszeit herrscht striktes Alkoholverbot. Solltest du mit fahrbaren Hilfsmitteln wie beispielsweise Gabelstaplern auf der Veranstaltung arbeiten, dann gelten gesonderte Sicherheitsvorkehrungen, die wir in einer persönlichen Unterweisung vor Benutzung einmal kundtun werden. Bitte bringe jederzeit geeignete Befähigungspapiere mit, diese werden bei der Vergabe des Arbeitsgeräts kontrolliert. Es spricht für sich, dass das Mitfahren auf Arbeitsgeräten wie beispielsweise Gabelstaplern oder Radladern, ohne dass ein dafür vorgesehener Sitz vorhanden ist, strengstens verboten ist. Dieses Verbot gilt auch für das Mitfahren auf Ladeflächen von Pritschen oder Gators. Bei Nichtbeachtung dieses Verbots droht der Ausschluss von der Veranstaltung. Bitte achte in entsprechenden Arbeitsbereichen, sei es an der Bühne oder in der Nähe von lauten Maschinen, auf das Tragen von Gehörschutz. Bei Bedarf kannst du dir im Produktionsbüro geeignete Einwegohrstöpsel abholen. Wir möchten dich bitten, dich vor Beginn der Arbeit mit dem Veranstaltungsgelände und den wichtigen Positionen vor Ort vertraut zu machen. Bitte stell sicher, dass du jederzeit weißt, wo genau du dich auf dem Veranstaltungsgelände befindest und achte auf dein Umfeld. Vor allem den Standort des Sanitätsdienstes
und der Brandbekämpfungsgeräte sowie Notausgänge und Fluchtwege sollten bei allen Mitarbeitern bekannt sein. Alle Informationen dazu findest du in der Mitarbeiterinformation, die du beim Mitarbeiter-Check-in auf der Veranstaltung bekommen wirst. Es gilt ein striktes Taschenverbot für die Besucher im Veranstaltungsgelände, sprich im Konzertbereich. Dieses Taschenverbot betrifft dich als Mitarbeiter nicht, wenn du deine Tasche vor Ort akkreditieren lässt und diese mit einem Veranstaltungstaschenlabel versehen ist. Bitte beachte, dass neben Arbeitsgerät und persönlicher Schutzausrüstung, Kopfbedeckung, Sonnencreme, Regenjacke keine verbotenen Gegenstände im Rucksack mitgetragen werden dürfen. Eure Taschen werden beim Betreten des Veranstaltungsgeländes jedes Mal erneut kontrolliert. Bitte lasst eure Taschen zu keiner Zeit unbeaufsichtigt stehen. Solltest du einen auffälligen Gegenstand auf dem Veranstaltungsgelände antreffen, wende dich bitte umgehend an deinen Vorgesetzten. Er wird weitere Maßnahmen in die Wege leiten. Sollte es während Aufbau, Betrieb oder Abbau der Veranstaltung zu einem Unwetter kommen, dann wird diese Information rechtzeitig über die Meldekette von der Veranstaltungsleitung an alle Mitarbeiter ausgegeben. Die Informationen und vorgegebenen Handlungsanweisungen sind zu beachten und umzusetzen. Bitte achte dabei immer auf die eigene Sicherheit. Melde dich im Vorfeld auf jeden Fall für den SMS-Service des Veranstalters an, um jederzeit up-to-date Informationen zu bekommen. Im unwahrscheinlichen Fall einer Evakuierung werden alle Gäste voraussichtlich in ihre Fahrzeuge und Wohnmobile gebeten. Je nach Veranstaltung und genereller Situation können auch alternative Orte sowie Transportmöglichkeiten dorthin zur Verfügung stehen. Auch für dich ist der sicherste Ort im Unwetterfall ein festes Gebäude, ein Fahrzeug oder ein Bürocontainer. Bitte wende dich für nähere Informationen im Vorfeld an deinen Vorgesetzten. Bitte beachte, dass Gäste eine Evakuierung als beängstigend empfinden können und somit auf deine Hilfe angewiesen sind. Sorge dafür, dass du die Grundsätze der Evakuierung immer im Kopf hast beim Arbeiten auf der Veranstaltung. Solltest du hierzu Fragen haben, wende dich bitte an deinen Vorgesetzten. Bitte achte immer auf deine eigene Sicherheit und führe deine Tätigkeiten nur so lange aus, wie es die eigene Sicherheit zulässt. Solltest du einen Brand auf dem Veranstaltungsgelände entdecken, melde diesen umgehend bei der Feuerwehr über die 112 sowie bei deinem Vorgesetzten. Danach kannst du, unter Beachtung deiner eigenen Sicherheit, einen Löschversuch unternehmen. Damit du im Notfall weißt, wo der nächste Feuerlöscher sich befindet, solltest du den Standort des Feuerlöschers beim Dienstantritt überprüfen. Nicht alle Feuer sind gleich. Darum gibt es Feuerlöscher mit unterschiedlichen Löscheigenschaften. Diese sind mit klaren Symbolen auf dem Feuerlöscher zu finden und verraten dir, was du mit dem betreffenden Löscher löschen kannst. Brandklasse A für feste, glutbildende Stoffe wie Holz, Stroh oder Grillkohle. Brandklasse B für brennbare Flüssigkeiten wie Benzin, Heizöl oder Kerzenwachs. Selbstverständlich sind viele Brände auch mit Wasser löschbar, weswegen es mittlerweile vielerorts auch Wasserlöscher gibt. Auch ein Eimer Wasser im richtigen Moment kann einen Entstehungsbrand erfolgreich löschen. Aber pass auf! Brennendes Fett oder Öl niemals mit Wasser löschen oder in Berührung bringen. Der geringste Tropfen Wasser resultiert in eine explosionsartige Ausdehnung der Flammen mit oft verheerenden Folgen. Fettbrände löscht man mit einem Fettbrandlöscher, passend als Brandklasse F betitelt. Wusstest du, dass du auch einen Menschen mit einem Feuerlöscher ablöschen darfst? Es ist sogar besser, den Löscher als eine Löschdecke zu nehmen. Und, damit du besser Bescheid weißt als alle anderen, ein Feuerlöscher, sogar ein Wasserlöscher, darf auch für elektrische Geräte bis 1000 Volt genutzt werden, wenn die Sprühdistanz zum brennenden Gerät mindestens 1 Meter beträgt. Aber zurück zum beginnenden Brand. Du hast das Feuer gemeldet an die 112 sowie deinen Vorgesetzten und hast vielleicht einen Löschversuch unternommen. Sollte das Feuer dann nicht unter Kontrolle sein, dann solltest du anfangen, Personen aus dem gefährdeten Bereich zu bringen. Wir Mitarbeiter sind immer angehalten, anderen Menschen zu helfen, selbstverständlich unter Beachtung der eigenen Sicherheit. Solltest du ein Feuer in einem abgeschlossenen Raum, Container oder Zelt sehen, dann gehe nicht hinein. Der Rauch ist gefährlicher als das Feuer selbst. Für deine eigene Sicherheit und die Sicherheit deiner Kollegen
Beachte jederzeit das Rauchverbot in geschlossenen Räumen sowie auf allen Szeneflächen. Bei Veranstaltungen im Freien ist immer auf die Waldbrandgefahr zu achten. Eine Kippe kann die komplette Veranstaltung gefährden. Pyrotechnik bitte nur den Profis überlassen und solltest du etwaige Heißarbeiten vor oder während der Veranstaltung ausführen müssen, dann bitte einen Erlaubnisschein beim Veranstalter abholen. Ohne diesen Schein darfst du die Arbeit nicht ausführen. Solltest du den Sanitätsdienst benötigen, wende dich unverzüglich an deinen Vorgesetzten oder über die in der Mitarbeiterinformation ausgewiesene Telefonnummer beim Rettungsdienst. Unser Sanitätsdienst ist direkt vor Ort, wird sofort tätig und noch während du die 5 W-Fragen beantwortest, ist Hilfe schon unterwegs. Vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Es folgen ein paar einfache Fragen zu diesem Film. Wenn du die richtig beantwortest, bist du ausreichend informiert über die Arbeit auf der Veranstaltung und wir wünschen dir frohes Schaffen. We are family. I got all my sisters with me.